Noch eine Richtlinie aus der EU, die unsere Arbeit als Softwareentwickler drastisch beeinflussen kann. Es geht um die EU-Produkthaftungsrichtlinie 2024. Und im Grunde genommen kann man sagen, ja, wir haften jetzt auch für Softwarefehler, für Bugs. Und das ist krass. Ich will das Ganze mal heute mit euch ein bisschen genauer angucken. Das Ganze ist natürlich noch nicht in Kraft getreten, aber es ist beschlossen und es kommt aus der EU. Das heißt, es kommt auch früher oder später zu uns. Okay, gehen wir rein. Zunächst einmal, was ist passiert? Neu ist jetzt, dass Software, aber auch KI-Systeme, Firmware, das auch quasi als Software gilt, Betriebssysteme, aber auch, ich zitiere, digitale Konstruktionsunterlagen als Produkt zählen. Digitale Konstruktionsunterlagen meint damit sowas wie 3D-Druckdateien. Das alles sind nun neuerdings Produkte, laut EU-Definition. Und für Produkte haftet man. Bisher war es so, dass wenn meine Software zum Beispiel einfach kaputt war und deine Daten dabei vielleicht verloren gegangen sind und du irgendeinen wichtigen Zugriff verloren hast oder von mir aus Bilder aus deinem Urlaub verloren hast, dann habe ich dafür nicht haften müssen. Jetzt ist das anders. Dadurch, dass es jetzt ein Produkt ist, haftet man auch dafür. Und das ist beeindruckend und gilt, egal wo diese Software läuft. Also egal, ob es eine mobile App ist, wenn zum Beispiel Google Fotos aus Versehen bei euch Fotos löscht, dann haften die dafür. Das geht aber auch, wenn es on-premise läuft, das heißt, wenn es bei euch lokal auf einem Server läuft oder auf eurem PC läuft oder auch, wenn es in der Cloud läuft. Das heißt, wenn ich meine Bilder auf Google Drive hochlade oder Google Fotos und die verschwinden von dort, dann haftet Google dafür. Es gibt eine einzige wichtige Ausnahme und das ist der Code an sich. Das heißt, der reine Source Code, der macht euch nicht zu einem Hersteller oder zu einem Vertriebler von Produkten. Einzig und allein das wirkliche Ausrollen von dem Produkt gehört da auch mit dazu. Das heißt, der reine Source Code zum Beispiel, wenn ihr den auf GitHub packt, da ist noch keine Haftung mit dabei, aber ansonsten haftet ihr dafür. So, warum das Ganze so bedeutsam ist? Naja, ganz einfach, wie gesagt, für Produkte haftet man. Produkte sind grundsätzlich haftungsrelevant, das heißt, wenn ein Fehler bei einem Produkt vorliegt und dadurch ein Schaden entsteht, dann ist der Anbieter, also der euch das Ding verkauft hat, dafür haftbar. Und dazu zählen sowohl die Software als auch Updates oder Upgrades von genau dieser Software, falls sie denn zur Sicherheit beitragen. Wir sehen hier schon eine Tendenz, in welche Richtung das gehen soll. Man möchte, dass Anbieter von Software für vor allem Sicherheitslücken haften. Das bedeutet, aktuell ist es zum Beispiel so, wenn ihr ein Smart Home Gadget hier bei euch installiert und das wird gehackt und man kann dadurch zum Beispiel auf eure Kamera zugreifen, dann ist das erstmal euer Problem und nicht das des Anbieters. Diese Produkthaftungsrichtlinie ändert das ganze Ding, sodass es wieder das Problem des Anbieters ist. Das heißt, wenn die Kamera gehackt wird, dann ist das nicht euer Verschulden, falls ihr es denn komplett richtig eingerichtet habt, sondern es ist das Verschulden des Vertreibers der Kamera. Und so geht es natürlich grundsätzlich bei allen Produkten, die wir gerade gehört haben. Es kommt außerdem dazu, dass Dropshipping, das zählt da auch mit rein. Das heißt, gerade bei Software ist es ja immer wieder so ein bisschen ein Problem, weil wir viele Software haben oder nutzen, die gar nicht aus der EU kommt. Das heißt, die haben gar keinen EU-Standort. Und man macht das Ganze jetzt ganz einfach. Man sagt, wenn wir den Hersteller in der EU haben, dann haftet der. Wenn der Hersteller nicht ausfindbar ist, irgendwo müsste es ja herhaben, dann haftet der wiederum. Und ansonsten haften auch Fulfillment-Dienstleister oder sogar Bevollmächtigte. Ich weiß noch nicht genau, wie das sein wird. Also wenn ich zum Beispiel eine komplett anonyme Software kaufe aus irgendeinem anderen Land, das vielleicht gar keine Collab mit der EU hat, wer dann dafür haftet, das könnte schon wieder ein bisschen schwierig werden. Aber grundsätzlich ist es so, in den meisten Fällen findet man einen Betreiber der Software, die sind eigentlich immer auffindbar, beziehungsweise wenn die beispielsweise außerhalb der EU sitzen, naja, dann nimmt man halt den, der es in der EU dann zum Laufen gebracht hat, falls es irgendwo vertrieben wird. Gerade bei Apps, wie gesagt, ist das ein bisschen schwierig, weil wenige Apps im App Store haben jemanden im Impressum angegeben. Aber da könnte es tatsächlich sein, dass derjenige, der es euch vertreibt, naja, euch anbietet und dementsprechend der Vertreiber von Produkten ist. Das heißt, wenn ihr eine App aus dem App Store installiert, kann es sein, dass Apple dafür haftet. Oder wenn ihr eine App aus dem Google App Store oder Play Store installiert, dann haftet Google dafür.
auch wenn die nicht wissen, wer dahinter steckt. Im Endeffekt, wenn man den Hersteller nicht auffinden kann, dann der dazwischen. Und so versucht man möglichst alles abzudecken, weil man eben andere Länder natürlich nicht zu einer Impressumspflicht zwingen kann. Dann haben wir aber auch gleichzeitig noch den Schadensersatz. Und das ist im Endeffekt das, was dann als Forderung entsteht. Das heißt, wenn ein Softwarefehler bzw. ein Datenverlust dadurch entsteht oder wirklich ein Schaden entsteht, dann sind die Dinger ersatzfähig. Das heißt nicht direkt, dass ihr beispielsweise das Geld zurückbekommt von dieser Software, sobald ihr einen Bug findet, sondern wenn euch ein Schaden entsteht, dann wiederum könnt ihr euch auf diese Produkthaftungsrichtlinie berufen und anschließend bekommt ihr einen Schadensersatz, weil jemand von euch was kaputt gemacht hat. Und was jetzt da auch neu ist, bisher war es immer so, es gab eine Haftungsgrenze bzw. eine gewisse Grenze, unter der man sozusagen gar nichts machen konnte, zum Beispiel 500 € waren das. Wenn der Schaden, den ihr erlebt habt dadurch, weil ihr zum Beispiel 5 Urlaubsbilder verloren habt, dann habt ihr beispielsweise nur einen Schaden von vielleicht 100 € gehabt. Das kann man jetzt natürlich als Gericht definieren, wie man möchte. Aber wenn ihr einen Schaden von unter 500 € hattet, dann war das für euch nicht relevant. Das ändert sich jetzt. Jetzt fällt diese Grenze einfach weg. Die Idee dahinter kann ich auch wieder nachvollziehen. Und zwar ist das Problem ja folgendes. Wenn jemand wenig Schaden verursacht, aber dafür bei sehr vielen Menschen, und genau dafür ist ja Software da, naja, dann ist trotzdem ein großer Schaden insgesamt entstanden. Man möchte jetzt verhindern, dass plötzlich jeder nur noch so ein kleines bisschen Schaden verursacht und dann nicht darunter fällt. Das heißt, bei Massendistribution zum Beispiel. Software ist ja eher für viele Leute, die es nutzen, aber dafür ist es nicht so teuer, dass sie es nutzen, beziehungsweise es entsteht nicht so ein großer Schaden. Deswegen hat man hier gesagt, okay, wir machen diese Grenze weg. Jeder, der auch nur 1 € an Schaden hat, der darf den wieder in Anspruch nehmen. Und wie hoch diese Schadensforderungen werden können, darauf kommen wir nachher noch. Das Ganze ist aber natürlich vor allem für euch als Softwareersteller im besten Fall relevant, denn auch Gratis-Apps fallen darunter. Und ja, das heißt, es ist eigentlich für jeden, der Software irgendwie vertreiben möchte, relevant. Auch wenn ihr einfach nur eine Gratis-App in den App Store pusht, dann fallt ihr da drunter. Und genau für solche Leute habe ich aber auch was dabei. Denn ja, ihr könntet ja natürlich das Ganze selbstständig machen, in eurer Freizeit machen, aber ganz einfach auch eine Festanstellung finden. Und hier kommen wir zur Job.io. Das ist ein virtuelles Job-Event und dieses Mal haben sie das Special-Thema IT Consulting. Die Job.io ist ein komplett virtuelles Event, das habe ich gerade schon gesagt. Es ist eine Sammlung von sehr, sehr spannenden Vorträgen, wo man sich aber gleichzeitig noch mit Firmen vernetzen kann, wo man mit denen chatten kann und einfach interagieren kann und findet am 5.12. von 14 bis 18 Uhr statt und ich werde auch wieder dort sein. Ich werde den ersten von 8 Vorträgen halten, das heißt, wenn ihr Bock habt, 14 Uhr bin ich direkt dort vor Ort und ihr könnt einfach dazukommen. Und danach gibt es natürlich noch weitere 7 sehr, sehr spannende Vorträge, die ihr euch einfach for free einfach reinziehen könnt und sehr, sehr viel mitnehmen könnt davon. Und falls ihr Lust drauf habt, könnt ihr natürlich auch euren Lebenslauf durchchecken lassen, sodass ihr für die nächste Bewerbung komplett direkt ready seid und natürlich auch direkt mit den Unternehmen dort vor Ort in Kontakt kommen. Ich glaube, das Ganze ist sehr, sehr cool für euch, einfach weil es gratis ist, ihr nichts zu verlieren habt und sehr, sehr viele Möglichkeiten dort habt. Deswegen, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch vorbeikommt. Wir können, wie gesagt, dort, für mich ist es wie ein Stream so ein bisschen. Ich werde einen Vortrag halten, aber ihr könnt natürlich auch sehr viele Fragen im Chat stellen und ich werde dann darauf eingehen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, einfach vorbeikommen und ja, ihr könnt euch hier registrieren. Genau, ich freue mich drauf, aber jetzt lasst uns noch mal klären, was genau bedeutet das denn für euch? Es gibt da so ein paar Feinheiten und ich liebe diese Feinheiten. Das ist genau der Punkt, wo man so als Hacker auch sich immer so ein bisschen reinschleicht und dann guckt, was passiert denn eigentlich in den Edge Cases? Aber ja, die sehen mal wieder ein bisschen interessant aus. Also zunächst einmal Fehler und der Schaden, der dadurch entsteht, der bezieht sich auf zum Beispiel physischen Schaden. Beispiel hier 3D-Druckdateien, die auch jetzt als Produkt gelten. Wenn ihr eine 3D-Druckdatei zur Verfügung stellt und die verursacht beispielsweise einen Schaden an eurem 3D-Drucker oder an meinem 3D-Drucker, dann haftet ihr dafür. Aber auch Software kann physischen Schaden anrichten. Zum Beispiel, wenn ihr eine Firmware habt. Firmware ist da so ein ganz klassisches Beispiel, weil die eben tatsächlich Hardware steuert im Normalfall. Und wenn diese Hardware dadurch, sagen wir mal, kaputt geht, dann haftet ihr als Hersteller von Firmware dafür.
Es gibt ja so einen relativ berühmten Fall, wo ein Amazon-Spiel Grafikkarten zerstört hat. Das ist zwar eigentlich nicht direkt die Firmware, aber hier könnte man sich streiten, wer jetzt dafür verantwortlich ist. Ist es Amazon oder ist es der Nvidia-Treiber? Einer von beiden war auf jeden Fall in der Lage, die Grafikkarte nachhaltig zu beschädigen und dementsprechend hat man einen physischen Schaden verursacht. Gleichzeitig Datenverlust habe ich schon angesprochen, das fällt da auch drunter. Also wenn ihr zum Beispiel eure Urlaubsfotos verliert, dann ist das ein Schaden, beziehungsweise wenn eure Kunden Urlaubsfotos verlieren, ist das ein Schaden. Und Fun Fact, Datenfälschung zählt da auch dazu. Das heißt, wenn man durch einen Softwarefehler bei euch Daten fälschen kann, dann haftet ihr auch dafür. Und ich vermute, dass das der sehr, sehr teure Bereich sein wird. Also sagen wir mal, digitale Unterschriften, wie zum Beispiel Adobe das Ganze auch anbietet, wenn man das jetzt aushebeln könnte und man könnte Unterschriften fälschen, dann würde Adobe dafür haften. Und das kann sehr, sehr teuer werden. Das Ganze kann passieren, weil eine Schwachstelle in der Software gefunden wurde oder weil sich eine Firma geweigert hat, ein Sicherheitsupdate zu geben. Und das ist genau der Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde. Bislang war es so, dass Sicherheitsupdates eine Weile kamen. Vor allem für Smartphones waren Betriebssystem-Updates echt nicht so lang. Und gerade für Apps waren sie komplett optional. Smart Home war auch ein riesiger Punkt dabei und immer mehr Leute haben heutzutage ein Smart Home, sind dadurch aber auch gleichzeitig angreifbarer, weil sie sehr viele Geräte haben, die man natürlich theoretisch angreifen kann. Und wenn man jetzt die nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt, weil man einfach keine Lust mehr drauf hat, dann sind die potenziell angreifbar und nach der neuen Produkthaftungsrichtlinie haftet der Hersteller dafür. Auch wenn er eigentlich ein paar Jahre Updates gegeben hat. Wenn ich sage, ich nutze das Produkt aber länger, dann kommt der schon wieder in eine Bredouille und muss da eventuell ran. So, dieses eventuell ist nicht ganz eindeutig, aber ich will vorher noch ganz kurz auf Open Source zu sprechen kommen. Open Source ist in sehr, sehr vielen Projekten dabei und jeder von uns kennt wahrscheinlich die Schwachstellen, die teilweise passiert sind wegen Open Source, weil jemand komplett eine Software entwickelt und die aber von wirklich kommerziellen Unternehmen in Massen genutzt wird. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele und ja, ich glaube, letztes Jahr war schlimmer als dieses Jahr sogar. Aber grundsätzlich haftet man jetzt, wenn man ein Produkt vertreibt, auch für die Open Source Software, die man nutzt. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Cloud-Plattform habe, sowas wie Google Drive. Nehmen wir an, ich bin Google und ich nutze Google oder ich biete Google Drive an. Wenn ich in Google Drive Open Source Software verwende, also zum Beispiel eine Bibliothek, die ich einfach verwende und diese Bibliothek kann angegriffen werden, dann haftet nicht der Open Source Hersteller dieser Bibliothek dafür, sondern ich als Google Drive hafte dafür. Jeder, der diese Bibliothek nutzt, haftet dafür. Der Open Source Hersteller haftet nicht dafür, ganz explizit, weil es ist nur Source Code und man nutzt nur den Source Code von jemand anderem. Das heißt, der haftet nicht dafür, weil es ist Open Source, aber gleichzeitig derjenige, der das Ding kommerziell vertreibt, der haftet dafür. Was ich sehr, sehr spannend finde, was ich aber auch sehr, sehr cool finde, weil man dadurch die Nutzung von Open Source so ein bisschen damit verknüpft, derjenige hat auch ein Interesse daran, es weiterzuentwickeln. Und dementsprechend habe ich als Google Drive-Hersteller, nehmen wir jetzt einfach mal an in unserem Beispiel, habe ich ein Interesse daran, dass meine Zulieferer, meine Bibliotheken, die ich hier verwende, auch wirklich gut sind. Es ist völlig unabhängig davon, was ihr für Code benutzt. Ihr haftet für euer Produkt, also das, was ihr vertreibt. Und wie lange für gerade Sicherheitsupdates ist auch so eine Frage, die noch nicht so richtig beantwortet ist. Zur Timeline, also oder was da gerade so der Stand ist, dazu kommen wir gleich. Aber grundsätzlich haftet ihr erstmal dafür und es ist nicht gesetzlich schon mal festgelegt worden, wie lange man Updates liefern muss. Das liegt vermutlich daran, dass einfach nicht jedes Produkt gleich gesehen werden soll, aber sowas wie eine Firmware zum Beispiel für einen 3D-Drucker, das ist was, wo man relativ lange benutzen möchte, nehme ich mal an. Wenn man allerdings sowas hat wie eine mobile App oder sowas, die man vielleicht mal zwischenzeitlich zocken möchte, die vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr weiterentwickelt wird, dann hat die vielleicht auch einen niedrigeren Support-Zeitraum. Und hier versucht man sich so ein bisschen abzusetzen. Man hat keine Mindestdauer vorgeschrieben. Es heißt mal wieder angemessene Zeit. Jetzt haben wir dieses angemessene Zeit schon mal gehört und zwar gerade bei hier Smartphone-Updates.
Ein Smartphone hat einen gewissen Nutzungszeitraum. Das heißt, es gibt Statistiken darüber, wie lange Menschen ein Smartphone benutzen. Und es ist länger als 2 Jahre. Deswegen fangen die ganzen Hersteller von Smartphones gerade an, ihre Support-Zeiträume hochzuschrauben. Das heißt, man sagt, die Leute benutzen ihre Smartphones länger als 2 Jahre, also müssen wir als Hersteller auch mehr als 2 Jahre Updates liefern, ansonsten machen wir uns strafbar. Und genau das wird hier auch wieder passieren, nur dass es jetzt eben für alle Software passiert. Das heißt, wenn ich Software benutze, dann nutze ich die für eine gewisse Zeit im Normalfall und diese Normalfallzeit, die wird auch als Mindestdauer für Support festgelegt. Und übrigens ab dem Punkt, wo das letzte Mal diese Software verkauft wurde. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Smartphone hier noch kaufen kann und ich kann das aber im Schnitt von mir aus 5 Jahre benutzen, dann habe ich ab diesem Moment 5 Jahre, theoretisch zumindest. Aber wie gesagt, auch hier ist nicht so festgelegt, wie lange man Support geben muss, was die Sache ein bisschen schwierig macht. Aber man hat auch schon wieder so ein bisschen eine Idee, wie man das Ganze aushebeln kann, indem man einfach sagt, wie Microsoft zum Beispiel, hey, Microsoft Windows 10 hat jetzt keinen Support mehr übrigens. So ungefähr kann man das machen und dann werden die Nutzer halt gezwungen, abzugraden auf die nächste Stufe. Genau, das ist der Hintergrund davon. So. Wichtig aber auch, ich habe das vorhin ganz kurz angeschnitten, es ist völlig egal, wie teuer deine App ist. Ob du jetzt 10.000 Euro im Monat verlangst für deine App oder ob du nichts für deine App verlangst, also 0 Euro. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo ihr dann nicht drunter fallt unter die Produkthaftungsrichtlinie und das ist, wenn ihr nicht kommerziell unterwegs seid oder nicht gewerblich unterwegs seid. Das ist ein bisschen tricky, also gerade bei Websites kennt man das vielleicht. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Gewinn macht bei einer Webseite, sondern auf die Zielgruppe. Das ist bei der Impressumspflicht eigentlich dasselbe gewesen und hier haben wir eigentlich schon eine relativ gute Definition. Und ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass man diese Definition auch hier wieder verwenden wird. Die Zielgruppe ist also vermutlich entscheidend. So, Zielgruppe, was bedeutet das? Wenn ihr eine Website für eure Familie baut, also sprich, wenn ihr auch eine App für eure Familie baut, dann haftet ihr nicht dafür, weil das Ganze nicht gewerblich ist. Es ist nicht so, dass mehr Leute als nur eure Familie auf diese Website zugreifen sollen. Sobald man aber darüber hinausgeht, sobald ich zum Beispiel eine Webseite veröffentliche, einen Blog, ja, keine Werbung drauf, keine Einnahmen, kein gar nichts, kein Abo, nichts. Wenn ich einen Blog habe und ich habe als Absicht, dass mehr als eine Person diesen Blog liest, also mehr als meine Familie zum Beispiel oder mehr als ein privater Rahmen, dann landet ihr schon in einer gewerblichen Nutzung und theoretisch seid ihr dann auch schon dazu verpflichtet, ein Impressum anzugeben. Das gilt übrigens auch mit Social Media und da achtet niemand wirklich darauf, weil jeder, der theoretisch sein Instagram-Profil auf öffentlich hat, bräuchte eigentlich ein Impressum, aber die wenigsten haben das, weil viele das nicht wissen. Trotzdem, theoretisch ist das so. So, kann man ein bisschen drüber streiten, wo genau man die Grenze ansetzt, aber grundsätzlich nicht Einnahmen oder AdSense oder Werbung oder Preise sind relevant, sondern die Zielgruppe. Zumindest war das bei der Impressumspflicht so und die Definition hier ist ungefähr dieselbe. Das zweite ist aber, es kommt darauf an, ob ihr den Source Code bereitstellt und die Leute das selber ausführen, weil dann seid ihr eine Open Source App oder eine Open Source Community oder was auch immer und dann seid ihr nicht Vertrieb von einem oder Hersteller von einem fertigen Produkt, sondern ihr habt einfach nur den Code zur Verfügung gestellt. Das zählt nicht als Produkt. Das ist, ich zitiere mal, die reine Information. Geile Definition, aber es ist so. Auf der anderen Seite, wenn ihr aber den Code nehmt und ihr macht eine App daraus und bietet die im App Store oder Play Store an, auch wenn sie komplett gratis ist, dann habt ihr ein fertiges Produkt und dann haftet ihr auch dafür. Und genau das kann sehr, sehr teuer werden. Im Sinne von wirklich arschteuer. Weswegen ich hier einmal ganz kurz Vergleichszahlen rausgesucht habe. Das sind jetzt obere Grenzenzahlen, aber bedenkt, dass wir sehr, sehr viele Nutzer haben. Und zwar, es gab ein Urteil vom AG Pforzheim, dass 4.000 € Schadensersatz wegen der unbefugten Verarbeitung bzw. Weitergabe in diesem Fall von Gesundheitsdaten durch einen Psychotherapeuten hatten. Nun müssen wir dazu tatsächlich sagen,
Psychotherapeuten und deren Daten sind wahrscheinlich das Allersensibelste, was man überhaupt nur kriegen kann. 4.000 Euro scheint mir da fast noch ein bisschen niedrig. Aber auf der anderen Seite, ja, das skaliert natürlich hoch. Also nehmen wir an, ich habe eine Psychotherapie-App, ja, und ich habe, sagen wir mal, 20.000 Nutzer. Dann könnte ich hier 20.000 mal 4.000 rechnen. Das kann sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Dementsprechend, diese Zahlen, also Facebook hatte hier mal 500 Euro als Strafe bekommen, soweit ich weiß. Diese Zahlen sind ungefähr Richtlinie pro Nutzer und die skalieren natürlich extrem hoch. So, jetzt bleibt natürlich noch zu sagen, das Ganze ist noch nicht aktuell. Aber es wurde schon beschlossen. Und ich habe euch hier mal so eine grobe Timeline gebaut. Am 12.03.2024 wurde das Ganze im EU-Parlament verabschiedet. Und ich muss hier größer sein. Die Länder, also Deutschland und die anderen EU-Länder, haben jetzt bis 2026 Zeit, das Ganze in nationales Recht umzusetzen. Und dann gilt das, wenn Deutschland sagt, das gilt jetzt. Das Ding war bislang immer, Deutschland war zu langsam mit ihrer Umsetzung. Das heißt, wenn es 2026 kommt, sind wir schnell gewesen. Ich vermute, dass das nicht so schnell kommt, aber theoretisch ab 2026 muss es umgesetzt werden. So, danach wird es aber nicht ganz klar sein, wie immer eigentlich, was da drunter fällt und was nicht. Und deswegen wird es danach wahrscheinlich erstmal diskutiert werden und interpretiert werden. Dann werden es Menschen umsetzen in ihren AGB. Und dann gibt es noch wahrscheinlich einen Zeitraum, wo es noch nicht durchgesetzt wird, beziehungsweise wo es einfach noch nicht gültig wird. Und dann brauchen wir noch Urteile als Referenz. Und dann wird das wirklich relevant werden. Das heißt, wir haben schon noch ein bisschen Zeit. Aber ich wollte euch trotzdem mal darauf hinweisen, da kommt schon einiges auf uns zu. Gerade weil man eben auch KI-Systeme mit in das Ganze reinbringt. Und ich will noch mal kurz darauf hinweisen, selbst wenn ihr ein KI-System habt, dieses KI-System ist in den allermeisten Fällen nicht 100% richtig. Das liegt immer mal wieder daneben. Und wenn es daneben liegt, dann haftet ihr dafür. Und das macht das Ganze schon ein bisschen gruselig. Ich will euch vielleicht noch ganz kurz meine Einschätzung dazu geben. Also im Grunde genommen ist diese Richtlinie etwas, was ich grundsätzlich erstmal begrüße, weil man dadurch Hersteller verpflichtet, zum Beispiel Updates zu liefern, sich um ihre Security zu kümmern und nicht zu sagen, ich schmeiße das Produkt auf den Markt und dann ist mir das ganze Ding egal geworden. Das ist wichtig, gerade wenn wir in Richtung Smart Home denken, gerade wenn wir in Richtung Microsoft auch denken oder auch in den riesigen Ausfall, den wir gerade erst vor kurzem hatten mit CrowdStrike. Das ist schon sehr, sehr relevant heutzutage und wenn da was kaputt gehen kann, dann können wir davon ausgehen, dass es jetzt auch endlich bestraft werden kann. Der große Unterschied, vor allem bei Datenschutzverletzungen und dementsprechend auch, wenn ein Hacker eingedrungen ist und einfach was gestohlen hat, ist ganz einfach, ihr hattet nicht wirklich die Möglichkeit, arg viel damit zu machen. Das war dann halt einfach eine Bußgeldzahlung an irgendein Amt und ihr seid dann halt leer damit ausgegangen und trotzdem waren eure Daten halt weg. Es gab Ausnahmen natürlich, aber in den meisten Fällen war das so. Ich bin sehr, sehr gespannt aber, wie unsere Gerichte damit umgehen wollen, weil das ist, also ich sag mal so, jeder User muss da erstmal einen Antrag stellen und sagen, hey, du schuldest mir Geld, wenn man so einen Schadensersatz hat. Und diese Schadensersatzforderung könnte, also ich weiß nicht genau, wie das dann ausgehandelt wird, aber könnte schon durchaus vor Gericht gehen und ich bin mir nicht ganz sicher, wo da die Gerichte reinkommen und was da alles gemacht werden muss. Aber ja, das ist eine ganz andere Sache. Jetzt geht es erstmal darum, das Ding in nationales Recht umzusetzen. Da kommen dann die Details dazu, was genau darunter zählt. Und trotzdem, ich glaube, ja, es ist schon ein zumindest guter Schritt, eine gute Idee dahinter, um eben Hersteller zu mehr Sicherheit zu verpflichten. Und gleichzeitig lässt man tatsächlich Open-Source-Hersteller außen vor. Man sagt einfach trotzdem, hey, ihr könnt im Endeffekt euren Code zur Verfügung stellen. Erst wenn das Ding ein Produkt ist und ihr das gewerblich macht, erst dann wird es wirklich relevant für euch, dass ihr da auch dafür haftet. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ihr dürft mir super gerne mal schreiben, was ihr dazu meint und vor allem, wo ihr die Probleme gerade für Softwareentwickler seht, weil das ist schon nicht ohne. Bugs sind einfach an der Tagesordnung und es passiert, dass eine Sicherheitslücke vorhanden ist im Code und das ist auch völlig normal. Aber gleichzeitig, nicht jede Sicherheitslücke wird dann natürlich auch bestraft, weil man sich darum kümmert, adäquat.
Da muss man dann auch noch das nationale Gesetz ein bisschen abwarten, was genau da auf uns zukommt. Aber ja, schreibt mir super gerne mal, was ihr dazu meint und wie wir oder wie ihr vielleicht dann damit auch umgeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.